Teilweise ist die Farbe ab. Sie sind rau und haben reichlich gelitten. Die Holzmöbel auf der Terrasse von Annette Kilian aus Groß-Krotzenburg. Wenn man den Tisch hier so anschaut und die Stühle, wie möbel ich die wieder richtig auf? Mit Lack oder mit Öl? Und muss ich das anschleifen? Keine Ahnung. Annette braucht wirklich Unterstützung und Rettung naht. Angelo Freundl, Handwerkerkönig aus Harnau-Kleinauheim. Als gelernter Dachdecker nimmt der Tausendsasser mit seiner Firma Die Hausengel jede Herausforderung an. Es gibt keine Probleme, es gibt nur Lösungen. Angelo Freundl packt jede Baustelle mit Feuereifer an. Wir werden auch gerufen von Kunden, die uns erzählen, was andere Handwerker bei denen gemacht haben. Und haben halt das Geld im Voraus verlangt, haben angefangen und haben dann die Baustellen stehen lassen. Waren krank, haben sich nicht mehr gerührt. So, und dann haben die uns angerufen, dass wir halt kommen sollen, das Ganze fertig machen. Die Kuh vom Eis holen, so nennt man das. Angelos Lieblingsdisziplin. Auch heute heißt es wieder, Handwerker hilft Heimwerkerin. Mal sehen, wie er die Möbel von Annette Kilian wieder flott bekommt. Hallo, du hast gerufen. Ja, ich brauche Hilfe. Meine ganzen Möbel, mein Tisch, meine Stühle sind ziemlich schlimm, sehen ziemlich schlimm aus nach dem Winter. Was hast du denn Schönes mitgebracht? Lasur, Lacke, Holzöl und die passenden Maschinen dazu. Was würdest du mir denn empfehlen? Am besten wäre eine Lasur, weil die sperrt das Holz ab, lässt Wasser nicht mehr eindringen und das Ganze bewegen und atmen. So, und wer keine Maschine hat, der kann dann auch einen Holzklotz und Schleifpapier nehmen. Okay. Und das wickelt man dann ein und kann dann damit die Flächen bearbeiten. Damit die Möbel wieder frisch aussehen und das verwitterte Holz vor der Behandlung verschwindet, wird die obere Schicht abgeschliffen. Schneller geht es natürlich mit einer Maschine. Die gibt es ab ca. 25 € zu kaufen. Jetzt mit wenig Druck über die Flächen fahren. Es reicht, wenn das aufgeraute Holz drunter geschliffen wird. Was machen wir jetzt? Jetzt müssen wir den Tisch noch ein bisschen sauber machen, damit der Staub weg ist. Okay. Damit die Farbe bzw. die Lasur dann auch schön reingehen kann. Schön sauber hält, okay. Genau. Eine Frage noch. Pinsel oder Rolle? Pinsel, damit wir besser in die Fugen reinkommen, Okay. in die Risse und überall, damit sich die Farbe gleichmäßig da rein verteilt. Okay. Jetzt wird mit atmungsaktiver Lasur gestrichen. Vorher nochmal umrühren und die Lasur nicht zu dick und gleichmäßig mit dem Pinsel auf den Holzmöbeln verteilen. Das Schöne, das Ergebnis wird recht schnell sichtbar. Tisch und Stühle bekommen ihre ursprüngliche Holzfarbe zurück. Angelo, warum haben wir jetzt eigentlich letztendlich keinen Lack genommen? Weil der Lack das Holz von außen absperrt. Und dann kann, wenn Feuchtigkeit im Holz noch ist, dann wird das von innen kaputt. Geht von innen kaputt, das Holz. Und die Farbe, der Lack, der schlägt dann Bläschen. Ja, oder kann so abspringen, so komisch. Genau, so der blättert dann Okay. blättert ab, Okay. schlägt Bläschen, weil da geht dann das Wasser raus. Ja. Die Arbeit geht den beiden flott von der Hand und viel falsch machen kann man hier auch nicht. Außer vielleicht... Angelo, ich habe noch mal eine Frage. Und zwar, ich habe jetzt schon öfters gehört, dass auch Menschen irgendwie Rapsöl oder Olivenöl nehmen. Kann man das auch nehmen dafür? Nee, lieber nicht, weil das in der Sonne nicht richtig weggeht. Und dann im Holz wird das ranzig mit der Zeit. Okay. Das kommt dann je nach drauf an, wie es in der Sonne steht. Und dann kann das ruckzuck auch ranzig werden. Deswegen würde ich Speiseöl oder Olivenöl gar nicht nehmen dann. Lieber zum Salat. Ja, lieber zum Salat. Eine runde Stunde später sind die Möbel fertig und getrocknet. Dank Handwerkerheld Angelo Freundl ist Annette Kilian zufrieden mit ihrem geglückten Projekt Gartenmöbel.